Hallo und willkommen zu einer neuen, exklusiven Analyse nur für dich. Heute nehmen wir dich mit hinter die Kulissen des Profi-Tischtennis und zwar mit einer Quelle, die es wirklich in sich hat. Eine Videoanleitung von einem Experten, bei dem es sich um den Weltklasse-Spieler Zhang Jike handeln soll und er zeigt uns darin die geheime Kunst der Schlägerpräparation. Unsere Mission ist also, zu verstehen, was da wirklich passiert. Wir wollen rausfinden, warum Profis ihre Beläge boosten, wie entscheidend so unscheinbare Dinge wie die Deckenhöhe einer Halle sind und was bei der Vorbereitung eines Profischlägers wirklich zählt. Es ist natürlich ein ganz außergewöhnlicher Einblick, denn was du hier vor dir hast, ist ja viel mehr als eine reine Bastelanleitung. Es ist ein Fenster in die Denkweise eines Spitzensportlers. Man erkennt sofort, auf diesem Niveau wird absolut nichts dem Zufall überlassen. Der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage liegt eben oft in genau den Details, die für uns als Zuschauer am Fernseher komplett unsichtbar bleiben. Okay, packen wir das mal aus. Also das Erste, was mich an der Quelle wirklich umgehauen hat, war diese totale Selbstverständlichkeit. Ich dachte immer, Boosting wäre so eine Grauzone, vielleicht sogar verpönt. Ja, genau. Aber er sagt knallhart: Wenn du es nicht tust, kannst du gleich einpacken. Wer seinen Belag nicht boostet, ist von vornherein im Nachteil. Das stellt doch die ganze Wahrnehmung des Sports auf den Kopf, oder? Ja, absolut. Es ist eine komplette Neukalibrierung dessen, was wir als Standardausrüstung ansehen. Er sagt ja unmissverständlich, dass kein einziger Profi, den man im Fernsehen sieht, darauf verzichtet. Und er gibt uns sogar das Standardrezept an die Hand, quasi die Grundkonfiguration für einen Profischläger. Okay. Für die Rückhand sind das typischerweise 2 Schichten Booster und 2 Schichten Kleber. Für die Vorhand ebenfalls 2 Schichten Booster. Aber dann, je nach Gefühl und Halle, sogar 2 oder 3 Schichten Kleber. Was ich daran so faszinierend finde, ist die Implikation. Das heißt doch im Grunde, dass das, was wir im Laden kaufen, selbst die teuersten Profibeläge, für einen echten Spitzenspieler nur ein Rohstoff ist. Quasi unfertig. Ist das Material ab Werk für die Profis also unspielbar? Exakt. Das ist der entscheidende Punkt. Das Material aus der Verpackung ist die Basis. Die eigentliche, für den Wettkampf nötige Leistung wird erst durch diese individuelle Behandlung freigesetzt. Es geht darum, die physikalischen Eigenschaften vom Gummi und vom Schwamm weit über die Werkseinstellungen hinaus zu optimieren. Okay, wobei die Quelle auch klarstellt, besonders die harten Beläge, die viel Potenzial für Speed und Spin haben, profitieren massiv davon. Ein weicherer Belag funktioniert auch ohne, hat aber auf diesem Niveau einfach nicht die nötige Durchschlagskraft. Das ist schon mal eine krasse Erkenntnis. Man kauft also wirklich nur die halbe Miete. Aber dann geht die Quelle ja noch einen Schritt weiter. Und das hat mich fast noch mehr überrascht. Es geht nicht nur darum, den Schläger einmal perfekt zu präparieren. Er sagt, der Gegner ist nicht nur der Spieler auf der anderen Seite, sondern auch die Halle selbst. Und das ist ein Aspekt, den man als Laie völlig unterschätzt. Man denkt, die Bedingungen sind genormt und immer gleich. Klar. Aber er macht deutlich, dass die Umgebung eine riesige Variable ist, die eine ständige Anpassung erfordert. Es fängt bei etwas an, worüber wir uns wahrscheinlich noch nie Gedanken gemacht haben, der Deckenhöhe. Moment, das musst du erklären. Heißt das, ein Weltklasse-Spieler kommt in eine Arena, schaut als erstes zur Decke und entscheidet dann, wie er seinen Schläger präpariert? Das klingt fast absurd. Es ist absurd, aber anscheinend absolut entscheidend. Er beschreibt es sehr plastisch. In einer Halle mit einer sehr hohen Decke, sagen wir mal 15 Meter, ist der Luftwiderstand für den Ball deutlich größer. Aha. Die Spieler haben dann das Gefühl, der Ball zieht nicht richtig, der Topspin hat weniger Wirkung. Okay. Spielst du aber in einer niedrigen Halle, vielleicht nur 4 Meter hoch, fühlt sich das Spiel komplett anders an. Der Ball fliegt viel schneller und direkter, selbst wenn 50 Tische in der Halle stehen. Die Konsequenz daraus ist ja brutal. Das bedeutet, es gibt kein perfektes Setup. Dein Schläger, der sich gestern im Training noch absolut genial angefühlt hat, kann heute im Wettkampf in einer anderen Halle komplett unbrauchbar sein. Das erklärt vielleicht auch dieses Phänomen, das viele Hobbyspieler kennen. An einem Tag läuft alles, am nächsten geht nichts. Es liegt vielleicht gar nicht an uns. Sondern an der Physik der Halle. Genau das ist ein Punkt. Und er gibt ja auch die konkrete Lösung. Bei einer hohen Decke, um diesen Luftwiderstand zu kompensieren, empfiehlt er eine zusätzliche Schicht Kleber und eine etwas dünnere Schicht Booster. Man justiert also wirklich das Setup des Schlägers. Genau. Die atmosphärischen Bedingungen auszugleichen. Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird die Physik dahinter klar.
Ein federleichter Tischtennisball, der sich mit bis zu 10.000 Umdrehungen pro Minute dreht, Wahnsinn. ist ein extrem empfindliches aerodynamisches Objekt. Und es ist ja nicht nur die Deckenhöhe, er erwähnt noch andere Faktoren. Die Luftfeuchtigkeit zum Beispiel. In schwülen Gebieten ist es schwerer, Spin zu erzeugen, weil der Ball nicht so am Belag greift. In trockenen Gegenden ist es das genaue Gegenteil. Richtig, er erzählt diese Anekdote von einem Spiel in Yinchuan, einer extrem trockenen Region. Dort war der Spin so brutal, der Ball hatte eine so extreme Rotation, dass er für die Spieler kaum zu kontrollieren war. Krass. Und dann kommt noch die geografische Höhe dazu. Ein Unterschied von nur 300 bis 400 Metern kann das Spielgefühl laut der Quelle drastisch verändern. Das wirft ja eine wichtige Frage auf. Ja, Wie akribisch müssen Profis und ihre Teams diese Bedingungen analysieren? es ist wie in der Formel 1. Genau das dachte ich auch. Wo das Setup des Autos für jede einzelne Strecke, für die Wetterlage und sogar die Asphalttemperatur komplett neu justiert wird. Der Schläger ist das Auto und die Halle ist die Rennstrecke. Eine perfekte Analogie. Exakt. Und die Quelle nimmt uns jetzt quasi mit in die Werkstatt und zeigt uns, wie die Mechaniker dieses Hochleistungsgerät zusammenbauen. Es ist ein faszinierender, fast ritueller Prozess. Und der erste Schritt hat mich total überrascht, weil er allem widerspricht, was man normalerweise so sieht. Naja, Es geht um den Zuschnitt. Normalerweise klebt man ja den ganzen Belag aufs Holz und schneidet ihn dann erst ab. Er macht es genau andersherum. okay. Er schneidet den Belag vor dem Auftragen von Booster und Kleber grob in eine ovale Form. Er sagt dazu, ich glaube, ich bin der Einzige auf der Welt, der das so macht. Aber warum? Was ist der Vorteil? Die Logik dahinter ist bestechend simpel und effizient. Erstens spart er Material. Klar. Er muss nicht die Ränder mit teurem Booster und Kleber bestreichen, die er später sowieso wegschneidet. Und zweitens, und das ist der entscheidende Punkt für die Sauberkeit, verhindert er diese klebrige Sauerei an den Kanten. Jeder, der schon mal einen Belag zugeschnitten hat, kennt diese verklebten, unsauberen Ränder. Oh ja. Seine Methode löst dieses Problem von vornherein. Ein simpler, aber genialer Effizienzhack. Absolut clever. Schritt 2 ist dann die Vorbereitung. Schutzfolie vom Schwamm abziehen, außer bei chinesischen Hurricane-Belägen, und den Belag dann eine halbe bis ganze Stunde ruhen lassen. Okay? Und dann kommt Schritt 3, das Trocknen. Und hier wird es richtig interessant. Er warnt eindringlich davor, den Belag einfach flach auf einen Tisch zu legen. Das sei der größte Fehler, den man machen kann. Warum? Weil das den eigentlichen Effekt verhindert, den man erzielen will. Und seine Lösung ist so verblüffend einfach, dass man sie kaum glauben kann. Moment mal, er legt den Belag auf einen Flaschendeckel? Ja, Ernsthaft? Oder auf den Griff von so einem kleinen Andruckroller? genau. Das klingt doch, das klingt wie ein Basteltipp aus dem Hobbykeller. Nicht wie eine Weltklasse-Vorbereitung. Absolut. Aber dahinter steckt pure angewandte Materialwissenschaft. Der Grund ist, dass der Belag sich beim Trocknen frei wölben können muss, wie eine Kuppel. Diese starke Wölbung ist das sichtbare Zeichen dafür, dass der Booster wirkt. Ah, okay. Das ist über Jahre gesammelte praktische Erfahrung. Verstanden. Die Wölbung ist also der visuelle Beweis, dass der Motor des Belags getuned wird. Dann kommt Schritt 4, den er als die heilige, unumstößliche Regel bezeichnet. Immer zuerst der Booster, dann der Kleber. Er warnt explizit davor, es andersherum zu machen. Das Ergebnis sei ein Belag, der sich schrecklich anfühlt und keine Power hat. Warum ist diese Reihenfolge so sakrosankt? Man kann es sich so vorstellen. Der Booster ist ein Öl, das tief in die Poren des Schwamms eindringen muss, um ihn aufquellen zu lassen, ihn elastischer zu machen. Okay, Der Kleber hingegen ist eine Schicht, die auf der Oberfläche sitzt. Wenn man zuerst den Kleber aufträgt, versiegelt man diese Poren. logisch. Der Booster kann nicht mehr eindringen, seine Wirkung verpufft. Der Kleber würde den Prozess blockieren. Es macht physikalisch also absolut Sinn. Und der letzte wichtige Punkt in diesem Prozess: niemals einen Föhn benutzen, um die Trocknung zu beschleunigen. Richtig? Das scheint ein absolutes No-Go zu sein. Ja. Denn die Hitze würde den Kleber wieder weich machen und die sorgfältig aufgebaute Spannung im Belag zerstören. Der ganze Prozess wäre umsonst gewesen. Es ist ein Plädoyer für Geduld. Die Materialien müssen Zeit haben, auf natürliche Weise zu reagieren und sich zu verbinden. Jeder Schritt in diesem Ritual ist durchdacht und hat einen spezifischen Zweck. Diese Präzision ist unglaublich. Und es wird ja noch detaillierter, wenn er über die Materialien selbst spricht. Es ist nicht einfach nur Kleber, sondern es gibt eine ganze Wissenschaft dahinter. Ja, er zielt verschiedene Marken auf. Das ist ja Wahnsinn. Es ist also nicht nur eine Entscheidung, sondern eine ganze Kette davon,
Warum zur Hölle gibt es so viele verschiedene Kleber und was macht das für einen Unterschied? Die Wahl des Klebers ist eine weitere wichtige Stellschraube im Gesamtsystem, um das Setup fein zu justieren. Er erklärt zum Beispiel, dass Nitaku-Kleber eher weicher ist, DHS Nummer 15 ist dünnflüssiger und der Haifu-Kleber ist härter, hat fast die Konsistenz von Milch und muss sogar selbst angemischt werden. Wow. Du kannst also die Eigenschaften deines Schlägers damit noch einmal verändern. Und wie wendet er das an? Kombiniert er die dann gezielt? Genau. Er erklärt, dass er für seinen sehr harten Vorhandbelag einen härteren Kleber wie den von Haifu verwendet, um die Direktheit zu maximieren. Für die weichere Rückhand nimmt er hingegen den weicheren Nitaku-Kleber, um mehr Gefühl und Kontrolle zu haben. Es geht immer um die perfekte Balance der Komponenten: Holz, Belag, Booster und eben auch die spezifische Art des Klebers. Jedes Element beeinflusst das Endergebnis. Und beim Booster hat er auch eine klare Präferenz. Er erwähnt den alten gelben Haifu-Booster. Aber die Anekdote, die diese ganze Mentalität für mich am besten zusammenfasst, hat mit dem Pinsel zu tun. Ah ja. Die Dicke des Kleberauftrags hängt ja entscheidend davon ab, womit man ihn aufträgt. Und seine Lösung dafür ist einfach genial. Erzähl mal. Er erzählt, dass er als junger Spieler im chinesischen Nationalteam nicht einfach die teuren Markenschwämmchen gekauft hat. Nein. Er ist rüber zur Turnabteilung gegangen, hat sich dort Schaumstoffreste besorgt, die als Abfall galten, und hat sich diese selbst in die perfekte Größe für seine Finger geschnitten. Das ist der ultimative Einblick in diese Denkweise, oder? Total. Es geht nicht darum, das teuerste oder offiziellste Produkt zu haben. Es geht um den unbedingten Willen zur Optimierung. Man nutzt, was funktioniert, egal woher es kommt. Es ist diese Mischung aus Wissenschaft, Handwerk und reinem Improvisationstalent. Er erwähnt ja sogar, dass er ganz am Anfang seiner Karriere, bevor es die speziellen Kleber gab, einfach Kleber zum Flicken von Fahrradreifen benutzt hat. Wahnsinn. Das zeigt diesen unbedingten Perfektionismus. Finde das Werkzeug, das für dich das beste Ergebnis liefert, und wenn du es selbst bauen musst. Genau. Diese Anekdoten sind Gold wert, weil sie zeigen, dass es nicht nur um das Befolgen einer Anleitung geht, sondern um ein tiefes, fast intuitives Verständnis für das Material. Man experimentiert, man improvisiert, man optimiert unaufhörlich. Also was bedeutet das alles, wenn wir das mal zusammenfassen? Die Vorbereitung eines Profi-Tischtennisschlägers ist eine hochkomplexe Wissenschaft. Absolut. Es ist so viel mehr als nur das Aufkleben eines Belags. Es erfordert ein tiefes Verständnis für Materialeigenschaften, für Physik und für die Umgebungsbedingungen. Es ist die hohe Kunst, unzählige kleine Variablen zu kontrollieren, um auf dem höchsten Niveau einen winzigen, aber vielleicht entscheidenden Vorteil zu erzielen. Absolut. Und wenn wir das auf eine größere Ebene heben, wird klar, dass Perfektion im Spitzensport oft nicht allein im menschlichen Talent liegt, sondern in der meisterhaften Vorbereitung des Werkzeugs. Diese Quelle hat uns einen unglaublich tiefen Einblick ins Tischtennis gegeben. Aber das bringt mich zu einem letzten Gedanken für dich. Wenn das im Tischtennis so ist, welche vergleichbaren, für uns völlig unsichtbaren Rituale der Materialpräparation gibt es in anderen Disziplinen? Guter Punkt. Von der geheimen Abstimmung der Rennräder bei der Tour de France über die Art, wie die Saiten eines Konzertflügels für einen bestimmten Saal gestimmt werden, bis hin zur individuellen Anpassung der Laufschuhe eines Marathonläufers für eine bestimmte Strecke. Was sind all die anderen Geheimnisse, von denen wir absolut keine Ahnung haben?